Ja, heute und morgen wird der Strom nicht ausgehen, da kann ich Sie beruhigen. Auf der anderen Seite sehen wir aber für die Zukunft strukturelle Probleme. Das ist erstens damit verbunden, dass wir kein Stromabkommen haben und darunter leidet letztlich die Netzstabilität. Zweitens der Ausbau der Erneuerbaren wegen Blockaden nur sehr, sehr schleppend vorankommt. Und drittens wir genau wegen der Dekarbonisierung massiv mehr Strom brauchen. Also wir brauchen für die Elektromobilität, für den Wärmebedarf brauchen wir mehr Strom. Und dann, last but not least, viertens sollten wir unsere Importabhängigkeit nicht steigern gegenüber heute. Alle diese 4 Gründe tragen dazu bei, dass es doch etliche Fragezeichen für die Zukunft gibt. Aus der Steckdose. Das war gestern so und das wird morgen so sein. Doch ein Blick hinter die Steckdose lohnt sich. Die Stromwelt ist in einem massiven Wandel. Es ist wie ein Riesenpuzzle. Es gibt nicht ein Teil, es gibt zahllose Teile. Beispielsweise wissen wir, dass die Atomkraftwerke wegfallen werden. Die müssen wir kompensieren durch möglichst viel Zubau erneuerbarer Energie im Inland. Wir werden dekarbonisieren, das heißt Mobilität wird elektrisch, Wärme wird elektrisch, da braucht es noch mehr. Alles das muss umgebaut werden, die Netze müssen dann natürlich auch entsprechend nach- und umgerüstet werden. Diese Welt verändert sich, diese Welt hinter der Steckdose. Und da müssen wir auch schauen, dass das alles stattfindet, weil die Geschwindigkeit, wie wir momentan zubauen, wir brauchen einen 10-fachen Ausbau der heutigen Erneuerbaren, ist viel zu langsam. Aber wenn wir es schaffen, kriegen wir auch die Welt hinter der Steckdose in den Griff, weil das müssen wir. Und damit können wir auch sicherstellen, dass auch in Zukunft weiterhin der Strom aus der Steckdose fließt. Die heutige Stromproduktion und Stromwelt wird zunehmend dezentral und damit massiv komplexer. Früher war es eine überschaubare Anzahl großer Kraftwerke, die quasi top-down die Konsumenten bedient haben. Heute sind es zahlreiche oder unendlich viele auch kleine Produzenten, die die Konsumenten bedienen. Und das geht natürlich nur mit Digitalisierung, das kann nicht mehr händisch gesteuert werden. Da brauchen wir künstliche Intelligenz, da brauchen wir die automatisierten digitalen Abläufe, um überhaupt diese zahllosen Produzenten, ob groß oder klein, mit den Konsumenten, ob groß oder klein, in Verbindung bringen zu können und auch das Netz, dass das den Austausch überhaupt noch schafft für die Zukunft. Der Schlüssel dafür liegt namentlich in der Digitalisierung, weil das einen effizienten Ablauf ermöglichen wird. Also der Grundsatz sollte allen bekannt sein: ohne Netz kein Strom. Wir wissen, wir müssen massiv zubauen erneuerbare Energie in der Schweiz. Und die kann nur mit Netz und nicht ohne Netz abtransportiert werden. Und dafür müssen die Netze natürlich auch mitentwickelt werden, nachgerüstet werden, umgebaut werden, nachgebaut oder sogar ausgebaut werden, verstärkt werden, weil eben massiv zusätzliche Produktion kommt. Wir sprechen von einem Elektrifizierungsgrad von 1,4 in der Schweiz, Grössenordnung für die nächsten Jahrzehnte. Und das müssen dann die Netze handeln können. Die Digitalisierung wird da ein Treiber sein, wird es möglich machen, dass die Netze flexibler werden, damit sie auch volatile Produktion auffangen können, damit sie das handeln können, und zwar in Bruchteilen von Sekunden die richtige Antwort vom Produzenten zum Konsumenten. Es sind verschiedene Herausforderungen. Die größte, wichtigste und dringendste Herausforderung ist das Klima. Wir müssen CO2 massiv aus dem System rausbringen. Und dazu gibt es ein Rezept. Jede erneuerbare Kilowattstunde zählt. Und wirklich jede. Heute stellen wir fest, dass der Zubau der Erneuerbaren zu langsam geht. Es bräuchte 100 Jahre nach heutigem Tempo. Wir haben maximal 30 Jahre. Und alle Projekte, mit Ausnahme der Photovoltaik, sind im Moment blockiert. Und da müssen wir uns als Gesellschaft überlegen, ob wir uns diese Blockaden leisten können. Denn erneuerbare Produktion ist gut fürs Klima,
Und ein gutes Klima ist gut für die Biodiversität, weil nämlich ein schlechtes Klima auch schlecht ist für die Biodiversität. Das ist ein wichtiger Grundsatz. Weiter müssen wir schauen, dass wir unsere Importabhängigkeit nicht noch zusätzlich erhöhen. Das wäre ein strategischer Nachteil für den Standort Schweiz. Zudem müssen wir schauen, dass wir die Energieeffizienz massiv erhöhen, dass wir nicht nur auf der Produktionsseite schauen, sondern auch auf der Konsumseite, um die Zunahme an Strombedarf abdämpfen zu können. Und zuletzt brauchen wir gute Beziehungen zu Europa. Wir brauchen ein bilaterales Stromabkommen, um nicht zuletzt auch die Netzstabilität, die Stabilität des Systems sicherstellen zu können.